Mit der Zeit werden immer mehr unterschiedliche Vermögenswerte digitalisiert. Bitcoin wird beispielsweise mittlerweile von vielen schon als digitales Gold angesehen. Kunstwerke werden auch in Form von NFTs statt in physischer Form angeboten und klassische Verträge werden mit Hilfe von Smart Contracts digitalisiert. Sogar der Immobilienmarkt wird an manchen Orten schon tokenisiert. Ein großer Bestandteil dieser Digitalisierung wird durch NFTs und Tokens ermöglicht. Um zu verstehen, was ein NFT ist, ist es erstmal hilfreich zu wissen, was ein Token ist. Ein Token oder auf Deutsch Wertmarke ist die digitalisierte Form eines Vermögenswertes. Der Token besitzt also einen gewissen Wert oder eine bestimmte Funktion. Das ermöglicht es realen Vermögenswerten wie beispielsweise Immobilien oder auch Musikrechten digitalisiert oder in diesem Fall tokenisiert zu werden. Die damit verbundenen Rechte und Pflichten werden ebenfalls auf den Token überlagert. Diese Token stellen das Eigentum somit digital sowie authentisch dar, sodass Eigentumsübertragungen in Form von Transaktionen dieser Token stattfinden können. Ein Token kann jedoch sowohl fungible, also austauschbar, als auch non-fungible, also nicht austauschbar sein. Ein fungible Token ist also austauschbar wie beispielsweise ein Bitcoin. Dieser lässt sich beliebig oft gegen einen anderen Bitcoin tauschen und er wird immer trotzdem den Wert eines Bitcoins behalten. Selbes gilt beispielsweise für einen 5-Euro-Schein. Egal wie oft man ihn gegen andere 5-Euro-Scheine tauscht, es ist und bleibt ein 5-Euro-Schein. Anders ist das jedoch bei den NFTs. Bei einem NFT handelt es sich nämlich um einen Non-Fungible Token, welcher nicht austauschbar ist. Das bedeutet, dass es sich hierbei um einen einzigartigen digitalen Vermögenswert handelt, der nicht 1:1 gegen einen anderen getauscht werden kann. Vergleichen lässt sich dies leicht mit Kunstobjekten wie Gemälden. Diese besitzen nämlich einen individuellen Wert. Wenn man sie gegen andere Gemälde tauscht, erhält man für gewöhnlich nicht denselben Wert, den man weitergibt. Theoretisch kann also jeder irgendwie einzigartige Vermögenswert digitalisiert und somit auch zum NFT gemacht werden. Dies betrifft beispielsweise Zeichnungen, digitale Kunstwerke, Videoclips oder auch reale Besitztümer. Zudem ist es auch möglich, mehrere identische NFTs zu kreieren und sie dennoch als selten und relativ einzigartig zu bezeichnen, weil davon zum Beispiel weltweit nur 10 Stück existieren. Wichtig ist dabei, dass die NFTs Informationen beinhalten, die ihre Einzigartigkeit belegen. So lässt sich der jeweilige Besitzer stets zurückverfolgen, welcher dann jederzeit seine Ansprüche geltend machen kann. Deshalb basieren NFTs genauso wie Kryptowährungen auf einer Blockchain, also einer dezentralen Datenbank. Falls ihr mehr über Blockchains wissen wollt, schaut doch gerne unser Video dazu. Ansonsten weiter geht's. Bei den zugehörigen Daten, die auf der Blockchain gespeichert werden, handelt es sich zum Beispiel um die Transaktionsinformationen der NFTs. Somit also der Käufer und Verkäufer, die Transaktionssumme sowie weitere jeweils einzeln geregelte Details wie zusätzliche Vertragsbedingungen oder ähnliches. Dadurch, dass die Besitzverhältnisse dieses digitalen Eigentums sehr gut dokumentiert werden, kann ein NFT, welches auf einer Blockchain gespeichert ist, nicht kopiert werden. Zumindest nicht innerhalb der Blockchain. NFTs oder auch Non-Fungible Tokens sind also digitale Besitznachweise unterschiedlicher Güter. Bei den Gütern selbst handelt es sich in der Regel um einzigartige, nicht ersetzbare digitale Vermögenswerte oder auch Tokens. Der Besitz dieser Tokens kann durch die ihnen zugrunde liegende Blockchain-Technologie sowohl eindeutig nachgewiesen als auch beliebig weiter übertragen werden. Wir hoffen, ihr konntet nun verstehen, was NFTs sind und welche Aufgaben diese haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Channel. Dann bis zum nächsten Mal.